Tag Freunde, Wüste Grüße aus der Wüste. Ja, und ich habe krasse Neuigkeiten für euch. Ich habe mir ein neues Vehikel zugelegt. Ja, ich habe ein neues Projekt. Wie findet ihr meinen neuen Camper? Ist nicht schlecht eigentlich, oder? Hier man muss natürlich noch ein bisschen was machen, das ist ja klar, ist ja immer so bei Projekten. Ne? Aber ich dachte, ich fange nochmal, beginn from scratch, wie der Ami sagt. Ich fange nochmal bei Null an. Hier kann ich alles nochmal nach eigenen Wünschen genau gestalten und so. Ne? Bus habe ich verkauft für, ich habe einen Donut für bekommen, ne? War nicht schlecht. Ja, oder was meint ihr? Ja, na, war natürlich ein Scherz, ne? Aber ja, dieses Video ist ein kleines Lehrstück für alle die, die nicht begriffen haben, worin die Faszination des Campings eigentlich liegt. Also hierin liegt sie nicht, da sind wir uns ja mal einig. Ja. Aber sie liegt zum Beispiel darin, dass man an Orten wie diesem hier in seinem Auto campen oder pennen kann. Ja. Und wo sind wir hier genau? Das ist der Athena Launch Complex, eine Raketenabschussbasis aus der Zeit des Kalten Krieges. Hier wurden ja bis 1975 noch Athena und Pershing-Raketen abgefeuert. Das sind Raketen, die man mit Nuklearsprengköpfen bestücken konnte. Und das ist jetzt hier so eine Halle, die steht auf Schienen, wohl bemerkt, ja. Da müsste man vielleicht mal mit dem Besen wieder durch, damit das alles hier wieder locker flutscht und so weiter. Ne? Aber das ist jedenfalls hier so eine Halle, wo die Dinger bereit gehalten haben. Und damit die nicht der Sonne und dem Wind und so weiter und den Campern ausgesetzt war, hat man da halt so ein Dach drüber gehabt. Und dann wurde die irgendwann hier hinten auf das Silo gefahren, die Rakete, und wurde aufgestellt. Da hatten diese Mordsgestänge und so weiter. Liegt man jetzt, na, sieht man jetzt nichts mehr von, aber da drüben sind noch zwei, drei andere so Launchpads, wie die heißen, ne, so Abschussrampen. Da sieht man noch das Gestänge. Na, jedenfalls haben die da draufgestellt dann, und dann haben sie diese Halle weggezerrt, in der wir gerade waren, und dann hat er Schuff gemacht, wenn er auf den Knopf gedrückt hat, und dann ging das los. Ja, so hätte das anfangen können, das Ende der Welt. Von daher ja, schon irgendwie ein krasser Ort, ja, und dass man hier campen kann, ich meine, naja, ist irgendwie schon ein bisschen, ja, schon krass. Ja. Du darfst nicht auf irgendwelchen Parkbuchten vom Highway darfst nicht parken, ja, aber hier auf einer ehemaligen Raketenabschussbasis, die sie gerade vor 10 Jahren dekontaminiert haben, da kannst du dich hinstellen, kein Problem. Ja, keiner hier, Tore sind offen auf alle Seiten. Verstehe wer will. Aber gut, hier ist das Silo, und da sieht man jetzt nicht allzu viel, aber da haben sie das Ding draufgestellt, und ja, machen wir mal reingucken hier. Naja, ein bisschen Schrott sieht man halt noch, ne? Und da hinten im Hintergrund sieht man ja diese Metallkorridore oder Rohre. Da bin ich nicht ganz dahinter gekommen, was das ist. Entweder sind da nur Kabel durchgelaufen oder so, ich weiß auch nicht, wie hießen die denn, diese Kartuschen, die durch so einen Druckluftkanal da schießen, weiß ich auch nicht, ne? Oder vielleicht war das wirklich für Luft und so weiter, weil die brauchten ja was zum Atmen, falls hier mal was in die Hose geht, ne? Und das hier ist der Bunker, da hinten ist der Kontrollraum da, dieses Ding mit dem, wo man diese Betonschräge sieht, so, da war ich auch schon drin. Also würde jetzt zu lange dauern, dahin zu latschen, aber naja, ist halt ein Kontrollraum. Alles zerkloppt mittlerweile, aber du siehst noch so die Zettel und so weiter, die Post-its und so weiter hängen noch dran. Also das ist schon irgendwie krass. Ja, man merkt, dass es irgendwie, ja, man war halt gar nicht so weit weg davon damals, ne, auf den Knopf zu drücken. Und hier ist auch noch irgendwie so ein Kontrollraumgedöns, Versicherungskästen, ne, keine Ahnung, alles schön unterirdisch. Naja, wir werden schon gewusst haben, warum. Aber jedenfalls, tja, so war das damals irgendwie. Ne? Pershing-Raketen, erinnern wir uns ja dran, waren ja in Deutschland auch mal groß in der Diskussion. Es waren aber bei uns die Pershing 2, hier ging es um die Pershing 1. Frag mich jetzt nicht, was der Unterschied ist. Ne? Vielleicht hatte die 2 dann wahrscheinlich irgendwie Tempomaten drin. So, ne? Oh, Navi ist ja eigentlich nicht schlecht bei so einer Nuklearrakete. Ne? Ja, oder elektrische Fensterheber. Aber gut, ist natürlich Quatsch jetzt. Ne? Aber hier jedenfalls ist so eine Schutzwand. Und dahinter war alles safe. Ich habe aber im Internet gelesen, sie haben das dekontaminiert hier alles. Jetzt wird natürlich hier fleißig rumgeballert. Wir sind ja im Wilden Westen, ist ja klar. Und ja, das machen die Amis dann halt. Die kommen hierher und schießen das hier so ein bisschen in Butter. Und ja, aber unten ist Green River, da hinten hinterm Hügel. Und da gibt es also noch so ein paar Verwaltungsgebäude und so weiter. Ne? Und ja, und eben eine Atommülldeponie. Also so ein Entsorgungskomplex heißt es, ja. Naja gut, aber auf jeden Fall angeblich jetzt alles safe hier. Ne? Ja, krasser Ort finde ich. Ne? Ihr merkt es an meiner
Vielleicht strahle ich auch deshalb so. Nein, das liegt an der Wärme, weil es ist wieder schön warm. 20 Grad haben wir. Das ist super, weil erstens springt der Bus wieder besser an. Zweitens ist die Nutella morgens nicht immer so steinhart. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn du mit dem Presslufthammer in die Nutella musst morgens, dann ist es zu kalt. Dann ist es einfach, nicht mehr für uns Menschen gedacht, finde ich, ne? Das Klima. Ja. Und, oder muss man mit Socken ins Bett. Du musst immer die Akkus alle mit in den Schlafsack nehmen, weil die wollen das ja nicht, wenn das friert und so. Ne? Na, aber die Zeit ist jetzt hoffentlich vorbei. Ja, ich bin im Süden der USA, in Utah mittlerweile schon wieder. Und in den nächsten Tagen, heute, morgen, übermorgen, werde ich mir die großen Wüsten-Nationalparks der USA anschauen, also Canyonlands, Arches und irgendwann auch den Grand Canyon, aber ich habe mir gedacht, ich mache das Video lieber von hier. Ne? So ein schöner Schrottplatz, ne? Das ist doch immer viel geiler eigentlich, ne? Als Disneyland, Grand Canyon, habt ihr alle schon 1000-mal gesehen, habe ich mir gedacht, ne? Ihr seid ja auch schon rumgekommen. Ne? Naja gut, das war's von mir für heute. Ihr merkt schon, Video ein bisschen länger, das liegt auch daran, dass der Akku wieder länger durchhält, weil es nicht so kalt ist. Ja, weiter geht's. Mal sehen, wo wir uns das nächste Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Ne? Bis dahin, wie gesagt, Wüste grüßt aus der Wüste. Bis zum nächsten Mal. Tschö.